Hallo! Hallo! Heute wieder Fragerunde. Ihr habt uns Fragen gestellt, ganz viele, und die werden wir versuchen hier zu beantworten. Wir sind Piranhas, 2 von denen, und wir machen hier Öffentlichkeitsarbeit, Community-Arbeit, und deswegen, jetzt geht's los. Erste Frage an uns Entwickler. Okay, ich fange einfach mal oben an. Yep. Da fragt jemand, was ist denn zuerst da, die Story oder das Game Design? Boah, das gibt's gar nicht mittlerweile, den Trennung davon. Weil alle Story-Designer sind auch Game-Designer. Nicht alle Game-Designer bei uns sind auch Story-Designer. Aber umgekehrt schon. Das heißt, es ist untrennbar miteinander verbunden. Ja, und viele Sachen, die wir benutzen oder machen, ja, die haben auch immer irgendwas mit Story zu tun oder sind auch irgendwie immer mit involviert. Ich gebe mal ein Beispiel. Gefährten haben eine gewisse Loyalität. Und diese Loyalität, Kaya gefällt das oder Nasty gefällt das, da kriegst du Punkte für, interne Punkte, die der Charakter sich merkt. So, ne? Und das ist halt eine Geschichte, die wir einbauen, die aber ein Story-Mensch einbauen muss, weil ich muss auch die Punkte verteilen. Das ist ein Gameplay-Feature, ein Gefährte, ne? Wie viele Punkte der kriegt und so weiter. Das ist halt als Game Design und Story miteinander verbunden. So. Oder andere Sachen, so Kampf. Wann kämpfst du, wann nicht? So, ne? Das heißt, viele Sachen, die wir in unseren Spielen gemacht haben, die haben als Basis das, was wir vorher schon gemacht haben. Also das war ja schon da im Grunde genommen. So. Und wird dann parallel weiterentwickelt. Das heißt, es ist immer parallel, beide Sachen. Ja. Wobei wir aber viel Wert darauf legen, dass wir, wenn wir diese Dinge entwickeln, auch viel von den Ressourcen herkommen. Ne? Manchmal kann man davon abweichen, aber es ist so, dass man sich nicht hinsetzt irgendwie mit einem weißen Blatt Papier und sich denkt irgendwie, welche Geschichte könnte ich denn jetzt mal erzählen? Sondern viel ergibt sich halt auch aus dem, was da ist. Du hattest letztes Mal ein super schönes Beispiel. Da hattest du, also wir haben zum Beispiel ein großes Open-World-Spiel und in diesem großen Open-World-Spiel gibt es unterschiedliche Länder und eine Figur steht in einem bestimmten Land. Und allein dadurch, dass sie da steht, und du ihr dort das erste Mal begegnest, so war dein Beispiel, ergibt sich, was er dir als erstes erzählt, nämlich das, was um ihn herum passiert. Ja. Und solche Geschichten, das ist dann sehr, sehr schön, da weiß man dann direkt, ach ja, alles klar, und welches Problem hat er dann? Aha, welches Problem ist denn da in dieser Umgebung? Und dann ergeben sich auf einmal Quests daraus und Dialoge und Gedöns und das ist dann ein viel einfacheres Arbeiten, als wenn man erstmal die Figur nimmt und überlegt, was können die denn jetzt mal für Probleme haben irgendwie? Das ist dann natürlich viel schwerer, als wenn du sie erstmal in einen Kontext setzt und diesen Kontext dann als gegeben hinnimmst und dann auf einmal ist es viel einfacher für diese Figur Dialoge zu schreiben, beispielsweise. Ja. Nächste Frage wäre, ist das reine Vorsicht, dass es eine wirkliche Zusammenarbeit zwischen Entwicklern unter gemeinsamer Fahne, also Entwicklern unterschiedlicher Firmen ist hier wohl gemeint, meines Wissens nach in Klammern noch nie gab. Macht das aus vorgangstechnischer Sicht keinen Sinn? Oder gab es bisher einfach die Systeme dafür nicht, da Entfernungen natürlich immer logistische Hürden darstellen? Also ein Team findet sich zusammen und möchte gerne ein Projekt machen, ein Spiel machen. Und die anderen Teams machen das auch. Und dann, wenn wir Hilfe brauchen, was auch schon mal vorkommt, ja, dass wir sagen, hör mal, könnt ihr für uns nicht irgendwie einen Teil der Portierung übernehmen oder könnt ihr nicht irgendwie uns helfen bei den oder den Sachen, da kommt das schon mal vor, aber dann ist das immer sehr gekapselt und es läuft immer unter der Federführung des jeweiligen Teams, der diesen Auftrag erteilt. So, ja, und man will ja auch einen gewissen Stolz an seine Arbeit haben, man möchte die Dinge ja auch selber erarbeiten und so. Es gibt auch Outsourcing, das heißt, wir bestimmen die Designs und geben die dann raus und lassen die von anderen fertigen, zum Beispiel irgendwelche Assets, ob Monster, Figuren, was weiß ich, irgendwas, ja, und bauen die dann nachher, wenn wir sie zurückkriegen, wieder ins Spiel ein und so. Das heißt, solche Symbiosen
gibt es schon. Es gibt auch Firmen, die sich darauf spezialisiert haben, tatsächlich nur Zubringer zu sein. Oder ausführendes Organ, so Outsourcing GmbHs gibt's tatsächlich so. Ja, sie machen nichts anderes als den ganzen Tag irgendwelche Figuren zu bauen oder irgendwelche Effekte oder Monster oder Designs oder Animationen oder irgendwie sowas. Ja, das sind so die Klassiker. Aber es gab schon oft, dass sich zum Beispiel, dass ein Entwickler mal irgendwo mitgemacht hat oder so. Also einzelne Personen oder vielleicht sogar mehrere einzelne Personen oder sowas. So, dass eine Dynamik da ist, das gibt's schon. Oder dass man sich untereinander mal abspricht und sagt, wäre das nicht cool, wie macht ihr das denn? Das gibt es schon. Aber ansonsten ist es in erster Linie schon mal eine logistische Frage. Also wer finanziert denn das Projekt jetzt dann? Ja. Ne? Also wenn die jetzt nicht selber, diese beiden Firmen, sage ich jetzt mal, die was zusammen machen wollen, selbst auch Producer sind oder Publisher, wie wird denn das dann gehandhabt? Und das heißt, da sind ganz essentielle Fragen, ne, die das Konstrukt schon von Beginn an in Frage stellen, also dass das in der Regel so einfach nicht vorkommt, sondern eher in kleineren Teilen. Das heißt, einer hat die Mütze auf und die Idee gehabt und der holt sich dann andere ran, die sagen, ey du, hör mal, hast du nicht Bock hier mitzumachen? Ja. Daran liegt das. Ja. Ja. Das finde ich auch eine süße Frage. Da fragt einer, wie schafft man es, ein ganzes Spiel zu designen und Geschichten für Leute zu schreiben? Allein, wie man so eine Story strukturiert und was man da alles beachten muss. Das ist für mich unbegreiflich. Dabei wollte ich schon immer sowas kreieren, aber ich sitze da immer mit losen Ideen, die in meinem Kopf herumschwirren, voller Verzweiflung. Oh, das ist ja traurig. Ja, man kann nichts alleine. Du brauchst immer eine Lobby. Wenn man versucht, was alleine zu machen, ist das sehr viel Arbeit und ein Lebenswerk. Ne? Und wenn man dann fertig ist, dann haben andere einen vielleicht schon überholt mit den Ideen, die man da verarbeitet hat. Das heißt, es gibt immer so ein gewisses Zeitfenster, wo du Dinge machen kannst und dann bringst du sie auf den Markt und dann haben sie auch genau diese Qualität oder diese Sparte bedienen die dann, diese Spiele, die man macht, ne? Und andere dann eben nicht mehr. Oder es gibt auch Leute, die haben dann die gleichen Ideen wie man selber und so und dann werden die dann irgendwie gemacht so. Und das ist nie ohne ein Team möglich. Das heißt, es ist so meine Meinung. Es gibt auch sehr viele Einzelkünstler da draußen, die auch coole Indie-Games machen, keine Frage, die sind auch super, ja. Aber an der einen oder anderen Stelle sich helfen zu lassen, ist schon sinnvoll. Fängt ja auch schon mit dem Ansatz an, also wenn ich jetzt dahergehe und sage, ich möchte jetzt ein Spiel machen, deswegen mache ich jetzt irgendwie ein super großes Open World 3D Third Person Multiplayer Online Rollenspiel. War das nicht das Grundkonzept von Sluggerfly damals? Hat Dominik uns mal erklärt, ja, und er sagte, das war jetzt nicht so eine gute Idee und dann machen sie jetzt die Spiele, die sie machen, haben jetzt ein paar Sachen reduziert von diesem großen Ziel, was du jetzt da formuliert hast. Und dann ging's auch und dann kriegte man es auch fertig. Und die sind ein Team, die waren 5 Leute immer irgendwie. Ne? Man kann ja auch gerne irgendwie ein großes Ziel haben, aber um zu lernen erstmal, wie Projektarbeit funktioniert, wäre der erste Tipp, fang doch erstmal klein an. Ja. Mach dir ein ganz kleines Projekt. Und wenn dieses klitzekleine Projekt irgendwie, es gibt ja diese Game Jams zum Beispiel, da machen die Spiele an einem Wochenende. Ein Spiel an einem Wochenende. Ja. Super. Dann hast du schon mal ein ganz kleines Projekt und hast am Ende aber auch schon mal ein Ergebnis. Und dann kann man sich größere Ziele stecken. Sagen, Mensch, wenn mein Team jetzt nicht so groß ist oder ich im schlimmsten Fall sogar alleine bin, dann mache ich etwas, das ich zum Beispiel in einem Monat stemmen kann. Ja, dann habe ich nicht irgendwie so die Explosion der Ideen, sondern ich mache eine kleine Sache fertig. Oder zumindest einen Teilbereich oder sowas in der Art, so dass man Erfolgserlebnisse haben kann und seine Zeit einschätzen lernt und solche Sachen. Und daraus kann ja dann mehr entstehen. Ja, dann hast du gesagt, cool, dann ist das jetzt vielleicht ein Level und ich mache da noch einen zweiten dazu. Oder dann wage ich mich in etwas, was länger dauert, weil ich weiß, mich jetzt einzuschätzen oder solche Sachen. Aber erstmal klein anfangen, damit man sowas lernt. Oder mit jemandem zusammen. Oder beides. Oder beides. Würdet ihr sagen, ist die nächste Frage, dass ihr bei Piranha Bytes euch stark auf persönliche Weiterbildung in den Spieleentwicklungsbereich fokussiert? Mit anderen Worten, legt ihr und eure Kollegen Wert darauf, euch persönlich zu verbessern? Und wenn ja, wie? Ja, haben wir auch schon oft gehört. Haben wir auch schon oft beantwortet. Ja.
Ja, das tun wir, selbstverständlich, weil die Zeit bleibt nicht stehen, um Gottes Willen. So wie eben auch, ne? Es gibt halt unheimlich viele pfiffige Menschen da draußen, die coole Spiele machen, ja. Und wenn man selber da mitmischen möchte, dann muss man sich auf jeden Fall anschauen, was andere machen, was andere erarbeitet haben, wie sie Dinge lösen, ja, weil die Technik bleibt nicht stehen. Und da muss man halt gucken, wie man die ganze Geschichte so aufbereitet, dass man das überhaupt gestemmt kriegt in der Zeit. Und dann muss man sich auch weiterbilden an vielen Stellen. Und da legen wir sehr großen Wert drauf, vor allem zwischen den Projekten. In der Design- und Visionsphase, da ist ein großer Teil des Teams dabei, sich weiterzubilden. Und während der Pre-Production oder so, da überlegen wir Kurse und auch während der Produktionsphase teilweise, wo einer sagt irgendwie so, ich möchte mich gerne weiterbilden, ich möchte gerne meinen Horizont erweitern, ich möchte gerne auch noch irgendwie mehr Einblick bekommen in den oder den Bereich, dann kriegt er auch die Ausbildung dann entsprechend ermöglicht von uns, ne? Ja. Entweder wenn es darum geht irgendwie, dass diese Person das während der Arbeitszeit macht, ja, oder dass dann die entsprechenden Kurse dann bezahlt werden oder so. Machen wir alles. Es hängt immer an der jeweiligen Person selbst. Ne? Das heißt, wir haben nicht sowas wie, du musst aber jetzt das und das Kontingent erfüllen an Weiterbildung, sonst kannst du hier nicht weiter arbeiten oder sowas, sondern wir ermöglichen unseren Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen da sich das selbst auszusuchen, ja. Was sie möchten. So. Und Eigenmotivation ja auch sehr wichtig, weil derjenige das dann ja auch später selber anwenden können soll und dann auch hoffentlich möchte. Also im Grunde genommen haben wir so Sachen wie das intern. Wir haben sehr viele Experten intern, die zum Beispiel anderen Mitarbeitern auch was beibringen können. Und diese externen Geschichten, die Björn gerade skizziert hat, dass man einfach mit der Zeit geht und dass man guckt irgendwie, wie funktionieren denn jetzt neue Tools, die die andere Firmen auf den Markt gebracht haben, mit denen wir vielleicht effektiver, schneller, schöner arbeiten können. Und die muss sich dann auch jemand angucken und das gehört auch dazu. Oder mal ein gutes Buch zu lesen, auch das. Ja. Fachliteratur. Korrekt. Hier fragt jemand, könnt ihr euch vorstellen, mal ein Dark Fantasy Game mit USK 18 zu machen? Ja, können wir uns vorstellen. Haben wir bisher nicht gemacht. Weil ein ab 18 Ding, na gut, wir sind PG 18, ne, aus Gründen, ja, müssen wir nicht erörtern. Aber Zufall. Aber USK 12 halt. Was heißt USK? Das war ja auch die Frage. USK 18. Da musst du schon ordentlich was machen. Da musst du schon ordentlich eklig sein oder halt entsprechend, ne, Sex, Drugs and Rock'n'Roll, ne? Es reicht ja für eine USK 18, wenn schon ein Teilbereich ab 18 ist. Das heißt, wenn du irgendwo was besonders Mieses machst oder man kann sich's vorstellen, muss man nicht skizzieren, ne? Ja. Was Bösartiges, Gewaltdarstellung gegen schwache Gruppen oder so. Das ist halt. Das heißt aber nicht im Zwangsweise, dass das ganze Spiel das kann, sondern es reicht schon eine Szene. Ja. Das heißt, wenn du es zum Beispiel in irgendeine Cutscene einbaust, kann es sein, dass das Spiel schon ab 18 macht, obwohl der Rest des Gameplays das eigentlich so scheinbar gar nicht hergibt. Das heißt, die Frage, die sich stellt, ist, wenn du ein Spiel ab 18 machst, erwartet der Spieler dann auch ein Spiel ab 18? Das heißt, dass du zum Beispiel permanent siehst, dass es ein ab 18er Titel ist. Also wird vielleicht Leute enttäuscht, die sagen, boah, jetzt haben sie ab 18 gemacht, aber da ist ja nur Hullibulli drin und Bullabü. Das wollen wir nicht, ja. Das heißt, es ergibt sich am Ende des Tages. Wir machen das, worauf wir Bock haben, ja. Und erwachsener zu werden, ist eine coole Sache, so, von den Spielinhalten her und so, ja. Aber das ist jetzt nicht die große Maxime, die wir uns auf die Fahnen schreiben würden, zu sagen, so, wir müssen jetzt mal ein Spiel machen ab 18. Das ergibt sich. Ja. So. Ja, das ist die korrekte Antwort auf die Frage. Dark Fantasy spiele ich sehr gern. Ja. Ich hätte gerne gewusst, wie viele Menschen bzw. Jobs es gibt, die sich rein mit der Geschichte des Spiels befassen. Danach, ich lese mal die zu Ende vor, weil die Frage, die kam auch nicht sehr unweit danach. Und dann fragte nämlich jemand, wie viele Leute arbeiten bei euch denn an den Grafiken und wie viele an den Programmierern, also sind am Programmieren. Ja, okay, also fangen wir mal an mit der Story. Ich lege vor und
mindestens 5 Leute gucken sich das an und überprüfen das auf Herz und Nieren. Und vorher habe ich mit diesen 5 Leuten auch darüber gesprochen, wie die Eckpunkte der Hauptstory aussehen sollen und was wir dann machen. Die Ausführung der ganzen Sache, der Details, Ausarbeitung mache ich dann auch. Und der Rest, sage ich jetzt mal, die restlichen 2/3 der Substanz liegt in anderen Händen. Und der anderen 5 Leute, die das machen. Das heißt, die Story, ja, gibt es in dem Fall so isoliert nicht, sondern es ist immer ein Zusammenschluss aus allen 6 Leuten, die daran arbeiten. Sind 6 Leute? Ne, 5 Leute sind es insgesamt. Und das ist schon eine Geschichte, die ist sehr kommunikativ, die ist immer im Dialog. Das heißt, ganz alleine vor sich hin prutscht da keiner sehr lange, ohne dass nicht ein anderer darüber guckt. Und dann gibt's auch noch Fokusgruppentests, dann gibt's noch QA, dann muss das ganz auf Verständnis oder auf entsprechende Wünsche von anderen Menschen noch abgeklopft werden. Ja, ich möchte aber gerne, dass jetzt hier, da noch ein bisschen mehr erklärt, da bin ich ein bisschen enttäuscht, wenn das jetzt da so wenig ist und so weiter. Das heißt, das ist immer ein Dialog. Wie viele Leute arbeiten im Programmierbereich? Etwa 10. Wie viele arbeiten in dem restlichen Content-Bereich, wie Figuren, Level und so weiter? Der Rest des Teams. So, ja, vom 35. So kann man sagen. Ja, also beim nächsten Mal werden wir zum Beispiel im Story-Bereich auch einer mehr sein. Da sind wir 6. Da sind wir 6, ne? Deswegen habe ich auch 6 gesagt. Richtig. So, ne? Und ja, das sind auf jeden Fall immer Teams. Das sind immer Teams, die mindestens 5 Leute haben, die sich um irgendein Problem kümmern. Und da haben wir auch noch Outsourcing. Das kommt noch oben drauf. Das heißt, dass wir auch noch Leute von externen noch dazu holen, die uns dann Sachen, Daten erstellen am Ende des Tages. Ja, vor allem die Fleißarbeiten. Yep. Ja, wir haben auch mal eine Folge gemacht darüber. Da haben wir das ganze Team vorgestellt und wer da wo arbeitet. Das ist auch noch relativ aktuell. Klar, wir haben jetzt ein paar Leute mehr, so 3, 4 Leute mehr, aber das ist trotzdem noch von der Verteilung her. Das Team, The Team oder so heißt das. Die Sendung ist sehr, sehr alt schon. Kriegt man da schon ganz gut 3 Jahre oder so. Ne? Ja. Auch wenn wir uns ein bisschen vergrößern jetzt. Ja. Gibt es ein Feature in Spielen, das mittlerweile quasi Standard, also in jedem Spiel eines gewissen Genres zu sein hat, das euch aber eher nervt oder auf das ihr ruhig hättet verzichten können, was es vielleicht früher so nicht gab? Nee, fällt mir so nicht ein. Also bei mir sind es Quicktime-Events. Ja, das stimmt. Ne? Quicktime-Events finde ich fürchterlich, das stimmt, ja. Die machen irgendwie keinen Sinn. Sie müssen schön präsentiert sein und dann nerven sie eigentlich nur. Ja, das stimmt. Ja, die finde ich auch doof. Muss man auch, wenn man dir das jetzt in diese früher-heute-Schiene setzt, also als ich angefangen habe zu spielen, da waren Spiele in vielerlei Hinsicht sehr viel nerviger als heute, fand ich. Ja. Weil es da diese Spiele gab, die konntest du nie gewinnen, ne? Abkackerspiele, Ja. Missile Command, du stirbst auf jeden Fall. So, und die Frage, wie viele Punkte du bis dahin machst, so richtig doof. Sowas mag ich eigentlich sowieso nicht so gern spielen. Ja. Deswegen bin ich so dankbar über das, was es heute so gibt. Geschmackssache. Und diese Sachen, die auf Reaktionsfähigkeit aus sind, da bin ich einfach schlecht, muss ich einfach sagen. Deswegen spiele ich das auch nicht so gern. Was? Ja, ich habe einfach keine Reaktion. Gut. Und darum etwas, wo ich rätseln kann, mache ich immer total gerne. So kann man es, glaube ich, ne? So, dann fragt hier jemand, ob wir noch im Forum World of Players unterwegs sind und uns die Kommentare oder Meinungen oder Reviews dort in den Foren durchlesen. Auf jeden Fall. Ja, natürlich machen wir das. Wir sind überall unterwegs. Das heißt, wir haben ja eine große Steam-Community. Die World of Players ist jetzt eher da, wo wir immer zu Hause waren und sind. Das ist so die Kern-Community, würde ich sagen. Dann haben wir so neuere, die sich zusammengesammelt haben, wie jetzt zum Beispiel auf YouTube. Dann haben wir noch irgendwie Twitter und Facebook und Instagram und dann haben wir viele Reviews gekriegt, auch über E-Mail und so. Wir kriegen Briefe. Ja, genau. Und dann gibt's noch Reddits oder Discord und solche Sachen. Und wir bemühen uns zumindest alles durchzulesen, dass wir überall mal gucken, wie ist die Stimmung gerade, wo sind die Leute, wie sind die Kritiken. Ja, genau. Und das ist dann tatsächlich viel, aber Community-Fragen beantworten zum Beispiel, das habe ich lange persönlich gemacht, zum Beispiel auf der World of Elex irgendwie, da bin ich zum Beispiel in Kontakt mit einigen einzelnen Usern noch irgendwie, aber das
schaffen wir momentan überhaupt nicht. Also da machen wir momentan das hier. Ja. Nämlich Fragen sammeln aus unterschiedlichen Bereichen und die dann hier irgendwie beantworten oder zumindest euch zu versuchen, hier einen Überblick über das zu geben, was uns so im Büro beschäftigt, wie es momentan die Lage ist, was vielleicht in nächster Zeit zu erwarten ist und so weiter, dass man so ungefähr im Thema bleibt. Das ist das, was dieses Format, glaube ich, so leisten kann. Und ansonsten versuchen wir im Thema zu bleiben, indem wir ganz viel lesen und sammeln. Das war in letzter Zeit auch wirklich sehr viel. Ja. Genau. Ja, ansonsten fragt jetzt noch jemand off-topic. Als gebürtiger Essener muss ich einfach fragen, was mögt ihr an Essen oder würdet ihr gerne woanders hin? Was? Woanders sehen? Hin. Oder würdet ihr gerne woanders hin? Nö, Essen ist cool. Ja, also Essen ist deswegen der Standort unserer Firma, weil es in der Mitte des Ruhrgebiets sich befindet und das Einzugsgebiet halt da sich, ne, also dass die alle da hinkommen. So, deswegen sind wir in Essen angesiedelt. Vorher waren wir in Bochum, da sind wir dann nach Essen gezogen, was dann irgendwie, ja, Essen, Bochum, Gelsenkirchen, so, ne, so das die Ecke. Das ist so die Mitte. Und Essen, was ist cool an Essen? Limbecker Platz ist cool. Ja, das Unperfekthaus ist cool. Wenn es mal wieder läuft, hoffentlich bald. In Essen, diskothekmäßig bin ich gerne in die Zeche Karl gegangen. Ja, viele Jahre. Was finde ich noch cool? Ich finde die Einkaufspassage finde ich richtig cool. Ich finde diesen Platz, Kennedy-Platz, ziemlich geil, wo auch im Winter hier, wie heißt diese Schlenderbahn, die Eisbahn ist, ne? Und Nord ist auch ganz cool. Was ist cool? Das Nord. Nord ist cool, richtig, ne? Also das ist die so eine Ecke. Kneipe, da kann man essen und so. Und so die ganzen Trash-Stores, die es da gab und Zeugs und so weiter. Ja. Das macht für mich sehr viel Spaß und ja. Der Essener Süden ist auch schön, Waldeneysee rum und so. Also Essen hat schon durchaus ein paar nette Ecken, auch bestimmt total schäbige. Ich habe damals in Essen studiert. Also Essen ist eine schon recht bunte Großstadt, kann man sagen. Und arbeiten lässt es sich hier gut. Zwischendurch da aufhalten auch. Wohnen muss ich da jetzt nicht unbedingt. Ne, da sind wir hier in Bochum besser bedient. Weil mehr Grün und ruhiger, ne, oder? Genau. Ja. Und woanders ist auch scheiße. Woanders ist auch scheiße, deswegen wohnen wir hier. Ja gut, also vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und eure tollen Fragen und ich hoffe, wir hoffen, dass wir euch nächste Woche wieder hier begrüßen dürfen, wenn es heißt Pernerbecken TV. Genau. Vielen Dank. Bis dann. Bis dann, tschüss. Ja, jetzt streichen die Kameras alle die Segel, ne? Ja, die Batterien sind irgendwie ist ja Batterie voll, was ich, ne?